Hallo, willkommen beim 1000 Bäcker Report. Heute mit dem Thema fallendes Gold-Silber-Ratio beschleunigt Goldaktienausbruch. Disclaimer. Fallendes Gold-Silber-Ratio beschleunigt Goldaktienausbruch. Fallendes Gold-Silber-Ratio beschleunigt Goldaktienausbruch. Gold und Silber steigen weiter und Silber übernimmt jetzt deutlich die Führung. Das führt zu einem weiteren fallenden Gold-Silber-Ratio und wiederum zu stark steigenden Goldaktien. Aktuell sehen wir zunehmende Kurssteigerungen sowohl bei Edelmetall als auch bei den immer noch extremst unterbewerteten Junior Penny Goldaktien, die jedoch zunehmend den Boden verlassen, auf den wir in den letzten 6 bis 9 Monaten hingewiesen haben. Wir gehen jetzt davon aus, dass die Minen ihre Korrektur endgültig beenden und die Kurse wieder stärker steigen. Das heißt, dass es diese tiefsten Einstiegskurse bald nicht mehr geben wird. Dennoch werden Kursverdopplungen oder mehr immer noch Kaufkurse sein, solange sie noch nicht im Penny-Bereich auf höherem Niveau gehandelt werden. Es wird jedoch immer teurer, diese Aktien zu kaufen. Immer mehr Investoren erkennen dann diese selten große Chance, die die Kurse immer in weitere Höhen treibt. Ja, das ist hier nochmal die Gold-Silber-Ratio. Das heißt, hier wird einfach Gold durch den Silberpreis dividiert. Und wenn es ein besonders hoher Wert ist, wie zum Beispiel hier während des Corona-Tiefs, da ging es bis auf 130, weil eben Silber besonders stark gefallen ist. Also Silber gilt ja dann in einer wirklichen Rezession und so gibt es kaum Nachfrage aus industrieller Seite und so wird im Prinzip dieser riesige Rückgang des Silberpreises erklärt und es ist in der Vergangenheit immer gewesen, immer wenn relativ hohe Werte von der Gold-Silber-Ratio war, also wenn Silber relativ billig war, waren das absolut ideale Einstiegszeitpunkte für Goldaktien. Das muss man sich bewusst machen. Und genauso ist es, sage ich mal, mit diesen Wendepunkten. Wenn diese Gold-Silber-Ratio dann gefallen ist, beziehungsweise hier auf ein Tief, ich weiß jetzt nicht genau, was das war, nur 65 oder so, dann ist es eben gefährlich für Goldaktien. Dann muss man idealerweise verkaufen. Also das heißt, es ist ein wunderbarer Indikator, Goldaktien zu kaufen und zu verkaufen. Und gerade wenn wir eine extreme Gold-Silber-Ratio haben, wie es ja hier beispielsweise vermutet wird, dass sie hinfällt, hier ist es Richtung ja, 50, however, dann ist es eben durchaus gefährlich für Goldaktien und in der Vergangenheit sind sie dann zurückgekommen. Also das ist ein wichtiger Indikator. Wir sind eben hier noch in der Kaufzone und hier werden Goldaktien extrem anfällig für einen möglichen Rückschlag. Also immer darauf achten. Noch ist es interessant, genauso wie es hier auch interessant war und natürlich hier. Und genau diese anderen Zonen hier sind Verkaufszonen. Und wenn man jetzt mal an das Jahr 2011 denkt, das jetzt nicht auf diesen Chart mit Daumen, da war die Gold-Silber-Ratio sogar bei 30. Das ist vielen nicht aufgefallen. Auch solche Leute wie Eric Sprott und so haben gesagt, Goldcheck ist 5000 und mehr und mehr und mehr. Bei der Goldaktien in Wirklichkeit war es das Verkaufssignal. Also hohe Werte wie jetzt noch sind Kaufkurse für Goldaktien und niedrige Werte der Ratio sind Verkaufsaktien. Wir vermuten mal, dass es jetzt im nächsten Bereich, wie gesagt, Richtung 50 geht. Vielleicht geht es ja auch Richtung 30 wie 2011, das weiß man nicht. Und jedenfalls daran ist zu denken, wenn Sie in Goldaktien investieren und verkaufen. Also Goldaktien sind kein langfristiges Investment. Am besten ist, solche extremen Punkte Goldaktien einsteigen und solche Extreme in die anderen Bereiche abstoßen. Viel länger sollte man Goldaktien nicht halten. Wir halten es auch nur deshalb bislang aus einem längeren Grund, weil wir das natürlich kaum timen können. Aber wenn wir diese niedrigen Gold-Silber-Ratio werden wir das natürlich auch über diesen Kanal bekannt geben, wenn wir ein mögliches Verkaufssignal damit haben. Ja, also das ist ein ganz wichtiger Indikator für Goldaktien, die Gold-Silber-Ratio. Aktuell ist Gold-Silber bei 79,15, also ist noch genügend Raum hinsichtlich der fallenden Gold-Silber, vermutlich, wie ich gesagt habe, Richtung 50.
Ja, angebender Goldproduzent Kanada, Mexiko. Das Unternehmen ist ein Explorations- und Erschließungsunternehmen, das zu 100% an zwei fortgeschrittenen Goldexplorationsunternehmen Kanadas, Saskatchewan und Mexiko beteiligt ist, die beide über Explorations- und Erschließungspotenzial verfügen. Das Unternehmen treibt auch die Uranexplorationsprojekte Strike und Murmag voran, die sich in der Nähe des Goldfield-Projekts befinden, über das die Athabasca-Becken typisch hochgradige Potenzial. Ja, also hier Goldfields, 1 Million Unzen an angezeigten Ressourcen, etablierte Projektinfrastruktur 1,42 Gramm, also Medium Gold und dann das Ixuan im Bundesstaat Chiapas. Und dort gibt es auch ja, nochmal 1,7 Millionen Unzen mehr Gold und auch etwas Silber. Das heißt, die haben drei Projekte, einmal die beiden Goldprojekte und einmal das Uranprojekt, das ja hier nicht eingepreist ist, also insgesamt 2,74 Millionen Unzen Gold. Und Sie sehen, wohin diese letzte Goldaktien-Rallye diese Aktie getrieben hat. Hier hier 20 Cent, wo wir aktuell wieder stehen, unfassbar, aber es ist so. Dann hier bis zur Spitze hier 1,4. Und im Grunde genommen muss jetzt erwartet werden, dass der Boden gefunden worden ist und eigentlich mit der nächsten Goldaktienrallye auch wieder in diese alten Höhen wieder zurückgeht. Also meiner Meinung nach sehr interessantes Gebiet. Uran ist dabei, Uran könnte auch heiß laufen. Dann haben sie einen hohen Potenzialfaktor, es ist ein angehender Goldproduzent im sicheren Rechtsgebiet, zumindest was Nordamerika betrifft. Also ich finde das sehr interessant. Sollte man sich auf alle Fälle mal ansehen, das Unternehmen. Wie immer natürlich keine Kaufempfehlung, aber einfach ein interessanter Wert. Und Sie sehen ja diese Rückgänge, wie extrem die sind. Aber so extrem sind eben auch die Anstiege dann, wenn es weiter aufwärts geht. Ja, nochmal generell, was wir bei Gold erwarten. Gold steigt analog der 1970er Jahre von 2000 $ auf 8500 Dollar. Warum sagen wir das? Weil die Situation charttechnisch nicht gleicht. Wir hatten 1970, ja auch erstmal von 1970 wurde ja dann Gold freigegeben. Also Bretton Woods wurde ausgesetzt und der Handel von Gold freigegeben und ist dann von 35 $ auf 200 $ gestiegen, auf 100 korrigiert und von 100 dann auf 850. Und mittlerweile sind wir eigentlich an einer ähnlichen Situation. Damals, als hier Gold auf 200 $ geklettert ist, als das passiert ist, ist es danach dann senkrecht innerhalb eines Jahres von 200 $ auf 850 gestiegen. Und das hatte damals dann die größte Goldaktienrallye aller Zeiten möglich gemacht. Sie sehen unten die Werte, NRD Mining von 5 Cent auf 19 $, Goldaktie stieg um das 382-fache auf 1000 $, wurden 380.000 $ und viele ähnliche Beispiele. Aufgrund dieser extremen Unterbewertung von Goldaktien und derselben Situation, die wir jetzt eigentlich auch haben, hier, also wie gesagt, hier nochmal die Spitze 2000, das hätte man hier vielleicht mit 1974 vergleichen können, Korrektur auf 1000, hier wieder jetzt rangeklettert 2000, die Tasse steht geschlossen. Also es sieht genauso aus wie diese Abschussrampe hier aus den 1970er Jahren. Keineswegs können wir sagen, dass es tatsächlich so kommt. Das ist absolut nicht möglich. Sie haben vielleicht eine andere Eingriffsmöglichkeit, aber ich will nur auf die Ähnlichkeit hinweisen und dass sich meiner Meinung nach durchaus zumindest in Ansätzen Ähnliches entwickeln könnte. Ja, also was steht jetzt, welche Ereignisse liegen vor uns? Das ist meiner Meinung nach in erster Linie jetzt ist der Anstieg von Silber Richtung 50 $ mehr oder weniger. Wir hatten ja auch gesagt, vermutlich steigt Silber wesentlich schneller als Gold. Das führt dann auch zum Absinken dieser Gold-Silber-Ratio auf 60, 50, 40, vielleicht 30, who knows. Das wiederum führt dazu, dass die Goldaktien schneller, stärker bewertet werden, weil mit einmal die Silberanteile in den Unternehmen, die bislang überhaupt nicht bewertet und einmal bewertet werden. Das führt dann quasi zu oder unterstützt diese Kursexplosion aus meiner Meinung nach von Goldaktien und das reißt dann den gesamten Markt hoch. Weiterhin laufen die Produzenten, ihr Material läuft aus von den Goldproduzenten. Das werde ich am nächsten Mal, da gibt es eine interessante Statistik, werde ich Ihnen das zeigen.
die brauchen Nachschub. Das heißt, auch diese großen Produzenten müssen sich den Nachschub über die Explorationsunternehmen sichern, sprich sich bei Projektgeneratoren, Explorationsunternehmen beteiligen, was ja wiederum eine Kaufpanik eigentlich bei Explorationsunternehmen auslösen sollte. Also auch von der Seite nochmal eine enorme Nachfrage. Deswegen ist das, sage ich mal, aus meiner Sicht so unglaublich explosiv in dieser Situation. Wenn dann tatsächlich Silber $50 steigt, haben wir eine Gold- und Silberaktienrallye. Ja, wenn die dann abgeschlossen ist, kann man davon mehr Sachwerte oder Gold und Silber beispielsweise kaufen, also mehr Gold und Silber, als man jetzt kaufen könnte dafür. Ähm, Das liegt alles, warum ist dieser Sektor interessant? Das liegt eben alles an dieser extremen Bewertung bei Goldaktien. Hier sehen Sie das Goldchart auf der rechten Seite. Seit 1996 ist es im Bärenmarkt, also fällt, hat erst jetzt einen Boden gefunden. Also man vergleicht einfach Goldaktien mit Gold. Und jetzt mit diesen veränderten Situationen, die wir jetzt haben, dass eben auch die Investoren langfristig 3.000, 5.000 oder mehr erwarten, führt zum Umdenken und möglicherweise zum kompletten Reversal dieser Schadformation, dieser extremen Unterbewertung wird jetzt schnell möglicherweise eingetauscht gegen die Normalisierung und möglicherweise Übertreibung. Das würde meiner Meinung nach die größte Goldaktienrallye aller Zeiten bedeuten. Vor allen Dingen die letzte größere Goldaktienrallye war die von 2011, wo Silber 50 ist. Und da sind Goldaktien im Verhältnis zu Gold nur ganz, ganz kleine Stück gestiegen. Das war eine kleine Bärenmarkt-Rallye. Und trotzdem sind da Leute mit Millionäre geworden. Und das ist jetzt hier 3, 4 Mal größer. Also, oder wenn es dann noch übertreibt, einfach unvorstellbar, das Potenzial. Und dann kommt noch hinzu, dass diese Pennygold-Aktien, diese Junior-Aktien strukturell im Vergleich zu Senior-Gold-Aktien unterbewertet sind. Und wenn sich das auflöst, weil wir ja gerade über Penny Stocks hauptsächlich uns erhalten, müsste es eine absolute Kursexplosion erfolgen. Das Ganze ist schon einmal passiert, es passiert leider eben nicht oft. Sind diese Junior Gold Aktien hier 2002 mit einmal sozusagen angestiegen, stark explodiert, haben Goldaktien sogar überboten. Und das war auch eine ganz, ganz große Chance für Penny Gold Aktien. Meiner Meinung nach steht genau diese Chance wieder vor. Und danach war das eigentlich gegessen sozusagen. Also es kommt jetzt ein Event, das geht in den nächsten 6 bis 12 Monaten über die Bühne und dann sind die großen Gewinne gemacht. So würde ich das sehen. Ja, Ereignis 2, Ereignis 3, da geht es dann mehr in in das Risiko. Im Grunde genommen wissen Sie auch, das Gesamtrisiko dieses Finanzsystems nimmt von Tag zu Tag zu. Ähm, mit vielleicht dem Ergebnis, dass man irgendwann seine digitalen Werte nicht mehr in physische Ware konvertieren kann. Wir versuchen natürlich anzustreben, relativ früh die Goldaktiengewinne einzutauschen, zum Beispiel gegen mehr Gold und Silber, um sich zum einen gegen potenzielle Minenverstaatlichungen zu schützen, die sicherlich kommen werden, weil die Länder dann nicht ihre Ressourcen nicht abgeben werden. Momentan finden sie Investment im Goldaktiensektor etc. noch gut, weil es eben Arbeitsplätze etc. schafft. Aber die Gefahr ist real und sie besteht, aber nicht in der Frühphase dieses Gold- und Silberaktienboom. Die andere Phase, dass unsere heimischen Banken nicht mehr stabil ist, dass sie kaum mit der Situation fertig werden. Jetzt wurden sie gerettet. Das gibt vermutlich dem Bankensystem für 6 bis 12 Monate Luft, genauso wie unsere Goldaktienrallye im Grunde genommen dauert. Und dann haben wir noch genügend Zeit, dieses Geld vor der nächsten Bankenkrise, die mit Sicherheit kommt und in Magnitude noch größer ist, rauszugehen. Ja, das ist die Grundüberlegung. Und da haben wir physisches Gold und Silber, von dem wir wissen, dass es irgendwann Maximalwerte vielleicht erreicht. Bei Gold von 8.000, sagt der Mike Maloney, Egan von Grerz. Und das muss dann im Grunde genommen ab irgendeinem Punkt, das sind dann wirklich Maximalwerte und die fallen danach auch schnell wieder, sobald sich die Wirtschaft dann normalisiert. Und davon muss man eben sehen, dass man eben zum Beispiel Top-Immobilien und ganze Unternehmen vielleicht oder Top-Aktien oder Aktienfonds, je nachdem, was davon übrig geblieben ist, zu kaufen. Im Grunde genommen würde ich mir den Satz merken, es wird eine Dynamik nach der Dynamik kommen und diese Dynamik muss man kaufen. Was genau das ist, muss man verifizieren. Die jetzige Dynamik ist die Goldaktien-Explosion und folgende Gold- und Silber.
Maximalwerte, dann ist der Inflationsprozess vorbei und mit diesen extrem und diese extrem überbewerteten Werte müssen wir dann in die reale Wirtschaft irgendwie konvertieren, was auch immer das ist. Wie ich gesagt habe, Immobilien, kleine Firmen oder eben Top Standardaktien, Zukunftsaktien, das muss genau verifiziert werden und beobachtet werden. Aber genau das nimmt sich auch dieser Report vor, dass wir, sobald die Goldaktien unattraktiv ist, sich mit 100% Fokus auf die Zukunftstechnologien und Unternehmen, die dann langfristig ein großes Potenzial haben, wird sich auch fokussiert. Weil wenn Goldaktien vorbei ist, Goldaktien, sie teuer sind, braucht man sich, und das ist wahrscheinlich schon Mitte, Ende diesen Jahres, braucht man sich damit nicht mehr beschäftigen. Es sei denn, es kommt doch mal ein großer Einbruch und so weiter und so weiter. Aber es wird zunehmend kritischer. Fazit. Multiplikation der Gewinne aus den Ereignissen. Also die ganze Grundphilosophie ist, dass wir vor verschiedenen eruptiven Ereignissen sehen. Die meisten werden davon Opfer sein, weil sie nicht wissen, wie sie darauf reagieren sollen. Die werden es einfach hinnehmen und nicht so richtig verstehen, was läuft. Und ich würde sagen, man muss es genau andersrum machen. Man muss eben diese Investmententscheidung, den Markt anhand dieser möglichen kommenden Ereignissen ausrichten. Also sehen jetzt möglicherweise Goldaktienrallye, moderater Anstieg von Gold und Silber, dann haben die mehr physisches Gold und Silber und dann Rekonvertierung, wenn die normalen produktiven Assets ganz billig sind. Und wenn man das miteinander dann multipliziert, seine Gewinne, kommt man auf fantastische Ergebnisse. Das heißt, ein Investment von $200 in Goldaktien mal Faktor 25, so könnten die Goldaktien jetzt performen, dann physische Metalle, dann gibt es noch eine Performance vielleicht in der Krise von Faktor 4 und dann die Rekonvertierung in Standardfonds, Immobilien, whatever, gibt dann diesen unglaublichen Wert von 1 Million langfristig. Und das Schöne ist, man kann im Grunde genommen damit spielen. Man kann im Grunde genommen mindestens pro Woche ja im Grunde genommen eine sogenannte Ereigniskette aufsetzen. Und eine Ereigniskette kann natürlich auch bedeuten, wir investieren jetzt nur in Silber, sitzen das aus, das erreicht seinen Maximalwert und rekonvertieren das. Aber mit dieser Methode haben sie eben mehr Silber, wesentlich mehr Silber und sie kommen auf die hohen Werte. Also da würde ich eine Mischung machen. Ich bin auch nicht all in Goldaktien, auf keinen Fall. Auch die Basissicherung muss in Gold und Silber, muss sein. Und das sind dann eben andere Ereignisketten, weil wir haben eben keine Glaskugel. Wir wissen nicht genau, was passiert. Wir vermuten, es ist ein Ringen verschiedener Kräfte und das Resultat wird in den nächsten 6 bis 12 Monaten Anstieg der Goldaktien sein. Das wird wahrscheinlich funktionieren, obwohl mit 100%iger Sicherheit kann man es nicht sagen. Deswegen kann man auf das Physische auch zum jetzigen Zeitpunkt natürlich nicht verzichten. Es ist also eine Annäherungsstrategie auf die kommenden Ereignisse, die man natürlich nicht kennt, die man nur erahnen kann. Ja, 1000-Becker-Report. Wir versuchen, diese Goldaktien zu identifizieren, nach moderaten, hohen und sehr hohen Risiko zu ordnen, diesen Potenzialfaktor zu errechnen. Also um wie viel das Fache kann die Gold- oder Silberaktie steigen, wenn Gold eben auf 2500 oder Silber auf $50 steigt. Dann haben wir eben diese Exit-Strategie entwickelt, dass man sich schon mal damit beschäftigen kann, was rekonvertiert man denn das sozusagen. Ja, Einlagen von Gold und Silber bei der Einkaufsgemeinschaft, die sind immer an physische Ware gekommen und sehr günstig. Eine Überweisung, schon ist im Zollfreilager in der Schweiz eingelagert. Genauso leicht ist auch der Verkauf. Ja, ich bedanke mich ganz herzlich für die Aufmerksamkeit. Ich wünsche Ihnen ein schönes und erholsames Wochenende. Würde Sie bitten, meinen Kanal zu abonnieren, wenn Ihnen der Inhalt soweit gefallen hat. Die Glocke betätigen, dass Sie sofort über neue Videos informiert werden. Mir vielleicht auch ein Like geben, weil das hilft dem Algorithmus, das hilft der Verbreitung und dann wird das Video auch anderen an diesem Thema Interessierten vorgeschlagen. Also nochmal besten Dank und bis zum nächsten Mal.